So, ich bin ein Wintermensch. Das ist einfach alles weiß, geiler Powder, der Duft von der Luft, vom Kalten. Das ist ein Lebensgefühl. Snowboarden tue ich, seit ich 6 bin. Das hat mein Dad mir gelernt, von Grund auf, von klein. Einfach in die Berge aufgewachsen. Und ob du jetzt Splitboarden, Touren gehst, ob du einfach einen schönen Powderrun hast, das ist einfach innerliche Ruhe. Snowboarden ist ein Gefühl der Freiheit für mich. Die Eva sagt immer so nett zu mir, wenn sie mich mal nicht aushält oder wenn sie merkt, ich bin ein paar Wochen nicht am Berg gewesen, dann sagt sie einfach, jetzt verschwind, geh einfach jetzt einmal. Jetzt gehst du 1 Stunde, 2 Stunden fahren, es hält dich runter. Du bist einfach ruhiger, ich saug das wie ein Schwamm auf. Sport ist ein besonderer Platz. Natürlich durch den Nationalpark Hohe Tauern, was wir haben, ganz hinten. Einfach, was du nach Kärnten rumlachst. Da ist die Kraft der Natur einfach so spürbar und man darf ein Part davon sein. Ich war in Kanada genauso. Das ist noch mal mehr ausgesetzter, noch größer. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich immer gesagt, wir leben im Little Canada, weil wir haben alles in einer Viertelstunde, halben Stunde Entfernung, aber das ist hochalpin. Das ist einfach geil. No Friends on Powder Days, weißt du, so, obwohl man sagen muss, wenn du keinen zum Teilen hast, was hast du dann? Freunde, die du auswendig kennst, dann brauchst du nicht immer schauen, warten, tun, sondern du ziehst in einen runter, bis die Wadeln brennen. Eine richtig schöne Line, von oben bis unten, was du richtig durchziehst. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Aber man denkt, umso älter man ist, immer mehr nach, weil natürlich mehr Verantwortung da ist, weil man reifer ist im Leben, wo man auch schauen muss, wie sind die Conditions, wie ist das Wetter, was macht der Wind, wie ist der Schnee, wie ist das Ganze zu planen, wo gehst du hin, wie kommst du runter. Ich glaube, das ist ja der Reiz dabei, immer glücklich am Ende des Tages unten zu stehen und zu sagen, what a day. Family, ja, es hat sich viel geändert bei mir. Also bei uns, der kleine Lou, da ändert sich was im Leben, auch der Fokus. Hoffentlich noch mehr Arbeit. Jemand für die Küche, jemand fürs Restaurant. Zähne hast, Zähne zusammenbringst. Dann decken sie es ab. Dann haben wir weniger Personal. Bewusst Zeit für Family, aber bewusst auch da für die Arbeit zu sein, für die Mitarbeiter da zu sein, für die Stammgäste da zu sein. Für das ganze Business einfach. Eines seiner wichtigsten Themen war, dass wir Restaurant werden.
da war es tatsächlich essentiell, dass wir einen zweiten Eingang machen fürs Lux Wohnzimmer, einen Restauranteingang. Die treffen sich zwar beide gleich wieder in der Mitte, beide Eingänge, aber es ist wichtig gewesen, damit einfach jeder das Gefühl hat, er kann da reingehen, egal ob er bei uns wohnt oder nicht. Dass die Einheimischen sich einfach auch zu uns reintrauen, weil das ist ein bisschen so eine Hemmschwelle nach wie vor, dass man in ein Hotel reingeht. Also ich glaube, es funktioniert. Sie kommen, Gott sei Dank, und feiern und genießen die Zeit bei uns. Prinzipiell würde ich sagen, unsere Zielgruppe ist jeder, der gern seine Zeit bei uns verbringt. Ich mag das gar nicht so festlegen. Ja, wir haben Hochzeiten, wir haben so Kleinseminargeschichten, wir haben aber auch Rebullen schon da gehabt, die all-in alles nehmen. Wir haben einen super Partner gefunden, die was bei uns Teambuildings machen, wo ich selber auch lerne, Meetings, Events. Das sind alles neue Zweige, die was jetzt dazugekommen sind und die wichtig sind. Wenn man nie gedacht habe, nicht weil der Name so toll ist, weil die Leute in der Firma genau das gleiche Denken haben, wie man sie pusht, aber wie man auch ihnen die Freiheit lässt, Energie zu tanken. Es gibt genug, die was das schon vor mir richtig gut leben. Ich sage immer Gastronomie, Hotellerie 2.0. Du musst was Neues einschlagen. Du kannst nicht immer im Gleichen weiter tun. Was ist Konkurrenz? Wenn ich vor was Angst habe, weil ich selber nicht gut genug bin, das ist für mich Konkurrenz. Nur den Gedanken habe ich nicht. Es geht nur miteinander. Es geht nur so. Das Beste zu machen. Weil wenn wir alle das einkaufen, was ich versuche einzukaufen, dann kaufen wir alle direkt bei den Bauern nur in der Region oder nur im Salzburger Land oder in Österreich. Um das geht's. Wenn wir alle das leben, dann wird es die nächste Generation mitleben. Und dann gibt es da gar keine Debatte, weil sie kennen es so und sie finden es gut. Mit Lux Wohnzimmer ist einfach für mich der Start in die neue Ära, wo wir uns den neuen Generationen anpassen, zeigen dürfen, wie man es anders machen kann. Da sind wir wirklich, wirklich zeitgemäß richtig gut dran, auch für die Zukunft. Wir sind jetzt da, wo ich sage, da soll man sein, da müssen wir nicht sein, da soll man sein. Wir werden gut wahrgenommen, aber die Reise ist noch lange nicht fertig. Und natürlich gehört alles dazu, nicht nur der Produzent, nicht nur das Haus, nicht nur die Familie, sondern auch die Region, das ganze Gasteinertal, die Einheimischen, alle gehören dazu, dass wir sehen, dass wir gerade da stehen, auf dem Punkt, im Herbst, im Sommer, im Winter, und wir vom Platz leben, wo wir uns einfach alle 10 Finger abschlecken können. Und das ist, das muss da rein. Ich glaube, deshalb mache ich es.